Und die Therapie, ja, die kann eben probiotisch sein. Das ist ja nicht umsonst so, dass wenn man Probiotika gibt, bestimmte Bakterien haben auch eine antiparasitäre Wirkung und eben pflanzlich und chemisch. Da gehe ich jetzt nur so ganz grob darauf ein, dass man es kennengelernt hat, aber ich denke, da wird einfach im Verlauf des Kongresses noch viel drüber gesprochen werden. Also die natürlichen Stoffe, klar, die Probiotika, das sind auch wirkliche Multitalente, die können nämlich ganz viel. Die können den pH-Wert im Darm verändern, die Nährstoffsituation, die Schleimbeschaffenheit, diese Tight Junctions, also der Abstand, die Verbundenheit der Zellen untereinander, die ja aufgelöst ist oder schwach geworden ist bei dem Leaky Gut, bei der Darmpermeabilitätsstörung. Die Peristaltik, das heißt, die Darmbewegung können sie mit beeinflussen und sie können biologisch aktive Effekte haben, also sogenannte Bakteriozide, das sind eigentlich Giftstoffe, die von Bakterien ausgeschüttet werden, die eine bestimmte gezielte Abwehr gegen parasitäre Einflüsse sind. Die können auch richtig antibiotisch wirken, also durch Butyrat, Propionatbildung dann eben gegen pathogene Keime wirken, Peroxide freisetzen. Es gibt bestimmte Bakterien, die setzen Wasserstoffperoxid frei. Also Probiotika können da schon eine ganze Menge. Das heißt, die sozusagen kämpfen auch gegeneinander sozusagen. Nee, die Guten gegen die Schlechten. Ja. Die körpernahen, das ist ja häufig so, dass wir meinetwegen pflanzliche Mittel auch einnehmen, die gegen Bakterien wirken, aber nicht gegen die Guten. Also interessanterweise haben die da einen sogenannten Selektionsvorteil, da eben nicht umgebracht zu werden. Und das sind so die probiotischen Stämme, die eine antiparasitäre Komponente in sich tragen. Ja, es ist sehr interessant. Ich habe mich vor einiger Zeit auch intensiver damit befasst und ich fand es auch sehr spannend, dass die zum Beispiel Wasserstoffperoxid freisetzen. Das war mir noch nicht bewusst damals. Ja, das ist ja so nicht nur ein Therapeutikum, es machten auch die Zellen, die Wasserstoffperoxid gegen intrazellulären Befall freisetzen. Und bei den natürlichen Stoffen, also haben wir die Probiotika, klar, wir haben natürlich die Pflanzen, die ganzen Pflanzen, die so eine Wirkung haben. Viele haben möglicherweise auch eine Wirkung, weil sie eben einen hohen Anteil an Schwefel enthalten. Und es ist ja ein sehr, sehr komplexes Wirkmechanismen. Nicht jeder sollte auch, hatten wir in dem Entgiftungskongress auch darüber gesprochen mit Koriander. Das ist halt nicht was, dass man sich jetzt aus allem da mal so eine Mixtur macht und die mal eben einnimmt. Das kann einem auch richtig um die Ohren fliegen. Aber Beifuß und Wermut gehört mit zu den starken, wirklich antiparasitären Mitteln. Es gibt ja die sogenannten, also deren ätherische Öle eben noch dazu und die sogenannten Rizole, die mal mit unterschiedlichen griechischen Namen benannt werden, also Rizol Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Lambda und so weiter, die danach benannt sind, welche natürlichen Substanzen sie mit enthalten. Meistens ist Oregano drin, Nelke, Thymian, Pfefferminz, das Rizol Beta ist nur Pfefferminz drin und dann meistens auch der Wermut, oder Schwarzwalnuss, je nachdem, das ist in den Rizolen drin und mit eins der stärkeren ist das Rizol Zeta, das schwächere wäre eher so das Alpha oder Beta. Und es gibt Menschen, die nehmen einen Tropfen auf ein Glas Wasser und einen Schluck daraus und haben schon Entgiftungssymptome. Also weil schon was abstirbt. Und die schaffen es einfach nicht also nach Wochen auf 2 Tropfen am Tag zu kommen. Das ist schon sehr kräftig. Darum sage ich, egal wie, fangt langsam an. Das kann man auch diagnostisch einsetzen. Wenn ich mir ein Rizol kaufe und mache einen Tropfen in ein Glas Wasser und nehme einen Schluck daraus und merke schon, dass was passiert, dann habe ich, also es wirkt jetzt nicht nur gegen große Parasiten, sondern auch gegen also gegen wirklichen Bakterien und Viren und Pilze.
Aber ich habe dann dadurch den Vorteil bei den natürlichen Substanzen, ich habe so ein Querbeet quasi antiparasitäre Wirkung. Aber es kann eben sein, dass sie auch nicht stark genug ist oder dass es einfach zu lange dauert. Ne? Da hat ja der Buna auch schöne Bücher drüber geschrieben, über die natürliche Behandlung. Ja. Bitterstoffe, die die Gallenfluss mit anregen, gehören mit dazu. Sauerkrautsaft, da werden einige schon ihre Erfahrungen mitgemacht haben, dass man den auch nicht einfach nur so trinken kann. MSM, also Methylsulfonmethan, nicht mit MMS zu verwechseln, sondern MSM, also diese Schwefelverbindung. Das sind alles so natürliche Substanzen, die vornehmlich eingesetzt werden. Würdest du diesbezüglich auch empfehlen, rein präventiv, vielleicht sogar täglich solche Sachen auf dem Speiseplan zu haben, wie zum Beispiel Wildkräuter, wie zum Beispiel spezielle Gewürze, Thymian, Knoblauch, Gewürznecke, was auch immer, um da schon mal einfach jeden Tag was dafür zu tun, was jetzt nicht als Therapie allein reicht, aber vielleicht, wenn man schon mal eine Therapie gemacht hat, um einfach präventiv, macht man sicherlich nichts falsch, wenn man diese Substanzen einnimmt, oder? Wollte ich gerade sagen, die kann ich ja gar nicht mit Nein beantworten. Die kann man ja nur mit Ja beantworten. Ja. Also Heilkräuter sind ja, ne, ob das beim Husten der Thymian oder gegen Schmerzen die Nelke, wie auch immer, gibt es ja unglaublich viele Wirkungen. Also es ist schon sehr, sehr machtvoll. Und nicht umsonst versucht auch die Pharmaindustrie natürlich immer die Wirkungen von Heilkräutern auch zu extrahieren oder in Medikamente zu verpacken. Es ist nur halt sehr schwierig, weil natürlich eine Pflanze einen komplexen Wirkmechanismus hat und wir halt totale Unterschiede haben, ob wir einen Extrakt aus einer Wurzel ziehen oder aus den Blättern ziehen oder ob wir versuchen, nur eine Substanz zu extrahieren und der eine bestimmte Wirkung zuzuordnen. Ich glaube, das ist der Vorteil der natürlichen Substanzen. Die haben einfach einen viel komplexeren Wirkmechanismus. Und spannend finde ich auch die rektale Anwendung. Es gibt ja zum Beispiel auch, also Einläufe hast du ja schon gesagt, also normale Einläufe, aber man könnte ja auch Wirkstoffe hinzufügen oder Zäpfchen gibt es ja auch. Definitiv, ja. Mit antiparasitären Bestandteilen, die dann zum Beispiel auch sehr schnell ja, auch ins Blut übergehen oder auch dann in die Leber gelangen. Hast du diesbezüglich Erfahrung, also jetzt mit deinen Patienten? Naja, persönlich auch. Also, um es mal beim Namen zu nennen, das ist durchaus spannend. Da werde ich jetzt aber nicht genauer darüber berichten. Also man kann Einläufe natürlich mit unterschiedlichen Substanzen machen. Man sollte, auch da kann ich, sagen wir mal, als Arzt mich nicht hinsetzen und sagen, Leute, macht das jetzt mal zu Hause, sondern das ist sicherlich ratsam, da auch Empfehlungen oder konkret individuell zu empfehlen. Aber man kann auch Kaffeeeinläufe machen, die dann wiederum retrograd die Leber reizen. Ich habe selber, gut, das kann ich berichten, halt dann mit Jodeinläufe gemacht, mit Kurkuma, mit Fenchel und so, oder da gibt es schon viele Möglichkeiten. Es ist durchaus spannend. Und es ist auch eine sinnvolle Ergänzung zu den anderen Therapien, weil man dadurch vielleicht nochmal andere Wirkungsbereiche hat, sozusagen. Ja, und also manchmal habe ich das Gefühl, Parasiten trotzen der Anatomie. Also wo ich denke, wie können die denn jetzt bitte von da nach da kommen? Also wenn man mal ich habe mal einmal, ich glaube, es ist etwas übertrieben und hatte dann wirklich sehr spannende Symptome unter der antiparasitären Kur, wo man dann wirklich glaubt, dass man irgendwas verkehrt gemacht hat, wo einem dann schwindelig ist und man plötzlich ganz viel Luft aufstößt oder sich danach sehnt, endlich abzuführen. Und in dem Moment, wo man abführt, ist dann auch der ganze Spuk wieder vorbei. Und wo man dann das Gefühl hat, irgendwie kriechen die jetzt mal gerade aus dem Darm irgendwie in den Magen hoch oder wie auch immer. Also das ist schon ein bisschen widerlich, muss man sagen. Diese Parasiten sind schon sehr vielgestaltig und sehr, sehr gute Überlebenskünstler. So, also mal zu natürlichen Stoffen, das habe ich mal auch mal in einem anderen Kongress gezeigt. Da wurde dann oft nachgefragt, wie ist denn das Rezept nochmal?
und wie viel soll ich denn genau nehmen? Und ich sage, das muss man nicht so genau nehmen. Also es gibt da jetzt keinen, also man nimmt irgendwie Zitronen natürlich mit Schale und allem drum und dran, aber bitte wirkliche Bio-Zitronen. Und man nimmt Knoblauch und Ingwer und gegebenenfalls auch noch Kurkuma. Und man nimmt gleiche Teile. Und das muss man nicht jetzt akribisch abwiegen. Man kann das Pi mal Daumen grob machen, dass man diese Mengen nimmt und dass man dann die in Apfelessig aufkocht. Jetzt wie viel Apfelessig? Ja, so wie man halt auch irgendwas anderes aufkochen würde, so dass es halt da drin schwimmt und auch kochen kann. Und wird es halt ein bisschen konzentrierter oder ein bisschen dünner. Und dann kocht man das eben auf, man lässt es eine halbe Stunde köcheln und dann filtert man es ab. Entweder macht man das durch meine Oma hat noch abgeseit, hieß das dann. Ich seie das ab. Wir hatten dann so Leinentücher, das war einfach sehr gut. Man packte das in das Leinentuch. Wir haben das immer so mit den Himbeeren gemacht, damit es dann den schönen Gelee gab. Und dann drehte man das Tuch und dann filterte man diese Flüssigkeit ab. Und es reicht natürlich auch, man kann es auch grob lassen oder man kann es dann durch einen Mixer jagen und alle Bestandteile drin lassen, aber abfiltern ist schon besser. Und dann auch die Menge ist wieder so eine Sache, 1 bis 3 Esslöffel, auch da kommt es darauf an, wie man das verträgt. Mache ich jetzt mehr Ingwer rein, schmeckt es umso schärfer. Erstaunlich ist auch, dass man, obwohl man viel Knoblauch reinmacht, jetzt nicht unbedingt nach Knoblauch stinkt. Bei den Leuten, die halt mit Knoblauch ein Problem haben, lassen es dann eben weg. Also das ist nur so ein Pi mal Daumen Rezept und man kann in der Zusammensetzung das natürlich ein bisschen variieren. Und spannend, dass wenn man das auch stehen lässt, das hält sich auch. Ne? Man muss das noch nicht mal kühl aufbewahren. Sollte man, aber wenn man es nicht gemacht hat, ist erstaunlich, dass da meist auch nichts mit passiert. Jetzt wollte ich mal zu den rezeptfreien chemischen Mitteln kommen, damit man mal sieht, was es da so eigentlich alles gibt. Die kommen in die Gruppe der Imidazole oder Benzimidazole. Dazu gehört halt das, was vielen bekannt ist, auch das Helmex oder Molevac oder Vermox. Das sind so die gängigsten Mittel, die auch rezeptfrei erhältlich sind. Und wenn das Ganze dann noch ein bisschen stärker wird, dann sind die Rezeptpflichtigen dran. Hier das Albendazol oder Ivermectin, was ja in letzter Zeit auch worüber mehr geredet wurde, was ins Bewusstsein der Leute wieder gekommen ist. Und dann auch natürlich aus dem ganzen Tierarzneimittelbereich. Da wird es auch zum Teil ja sowohl für Menschen als auch für Tiere eingesetzt. Es kommt auch darauf an, es ist auch wieder von Land zu Land unterschiedlich. Es gibt Länder, in denen kann man das Levamisol einfach so kaufen, wenn man in die Apotheke geht ohne Rezept, wenn man das dann in Deutschland nicht kann. Oder das Triclabendazol, das kriegt man auch einfach gar nicht so. Das kriegen da halt nur die Tierärzte, die Großbestallungen betreuen. Also das sind aber mal alles so Mittel, die es gibt, die antiparasitär eingesetzt werden. Und wenn man immer nur dasselbe nimmt, ist das auch nicht gut, weil dann kann es auch eben zu Resistenzen kommen. Also das ist sozusagen ein Nachteil davon, diese Resistenzen. Das wäre jetzt bei den natürlichen Produkten oder auch bei Probiotika gibt es ja keine Resistenzen. Nee, Probiotika haben immer einen Wirkmechanismus und bei den natürlichen Substanzen ist es auch sehr, das ist eben dieses Omnipotente der Pflanze an sich. Ja. Es sind so viele verschiedene Varianten oder Wirksubstanzen enthalten, dass die Resistenz eher nicht so schnell eintritt. Und ein Vorteil von einigen, sagen wir, du schreibst chemischen Arzneimitteln, wäre, dass sie eben sehr, sehr stark wirken und eben auch sehr gründlich sind. Und das, also was wahrscheinlich von einigen natürlichen Substanzen schwieriger der Fall ist, dass sie auch quasi ins Blut kommen, dass sie in die Zellen reinkommen, was bei vielen natürlichen Mitteln, glaube ich, problematisch ist. Habe ich mal einen Artikel gelesen von Dr. Mutter, war das, glaube ich, dass das von den schulmedizinischen Mitteln ein Vorteil ist, dass man da in mehrere Bereiche reinkommt. Kannst du das so bestätigen oder würdest du eher sagen, kann man nicht so viel allgemein? Der Wirkort, wenn ich jetzt zum Beispiel bestimmte Sachen einnehme, ist schon dann auch mit im Darm, aber es ist genauso
dass ich dann, da kommen da gleich noch ein paar Symptome, die dazu gehören, chronische Nasennebenhöhlenentzündung eben mit den eingenommenen stärkeren antiparasitären Mitteln ausheilen konnte. Aber bei den natürlichen, ich weiß gar nicht, dass man das so pauschal sagen kann, wirklich. Ich denke, das ist so die Wirkstärke oder ich meine, so ein Bandwurm jetzt nur mit natürlichen Mitteln wegzukriegen, wenn er so richtig groß ist, ist ja auch irgendwie, kann schon mal schwierig sein, ne? Oder aus der Leber die Echinokokken rauszukriegen mit natürlichem Substanz, das ist schwierig. mir noch nicht passiert. Also Ja. Na, er hatte als positives Beispiel zum Beispiel den einjährigen Beifuß genannt oder das Artemisinin, dass das auch sehr gut durch den Darm durchkommt und auch ins Blut, in die Zellen und so weiter reinkommt. Und das ist der überhaupt omnipotentesten Mittel gegen Viren, Pilze, Bakterien. Es setzt intrazellulär Wasserstoffperoxid frei. Es wirkt eben auf verschiedenen Ebenen. Es wird ja in einigen afrikanischen Ländern auch zur Bekämpfung der Malaria eingesetzt, erfolgreich, also intrazellulär tatsächlich, obwohl es halt eingenommen wird. Also das ist sicherlich ein sehr, sehr wirksames Mittel, gehört mit auch bei den natürlichen Substanzen, wird es auch mit zu den Antikrebsmitteln gezählt, dass es da eben eine starke Wirkung haben kann. Ja. Ja, und ist ja nicht vielleicht umsonst, wird es sehr kritisch bewertet. Also ist ja auch teilweise verboten, das also zum Verzehr oder als Nahrungsergänzung zu empfehlen. Also häufig wird es nur als Räucherwerk oder was auch immer, Badezusatz oder so angeboten.